Die Sonne ist gerade über dem Samburu-Reservat in Kenia aufgegangen, wo Elefanten im Einklang mit der Natur leben. Inmitten einer weiten Graslandschaft liefen zwei Elefanten, ein Männchen und ein Weibchen, langsam im Morgenlicht. Beide gehörten zu einer großen Elefantenherde, in der sie aufgewachsen waren und viele Trockenzeiten überstanden hatten. Der Elefantenbole ist riesig, hat gebogene Stoßzähne, geht stolz und steht immer in der Nähe der schlankeren Elefantenkuh, um sie zu beschützen. Die sanfte Elefantenkuh, die ihrer Art immer vertraut, sucht gemächlich unter dem dichten Blätterdach der Bäume nach Nahrung. Eines Tages in der Dämmerung bemerkte der Elefantenbole zufällig ein ungewöhnliches Zeichen auf dem Bauch der Elefantenkuh. Er vermutete, dass die Elefantenkuh trächtig war, da ihr Bauch immer wieder seltsam wuchs. Anstatt in der Herde zu bleiben, beschlossen sie, sich aufzuteilen, um eine ruhigere Weide zu finden. Beide verließen die Herde am frühen Morgen leise, als alle anderen noch schliefen. Die Elefantenherde zog in eine andere Richtung weiter, während dieses Elefantenpaar nach neuem, grünerem Land suchte. Das Samburu-Reservat ist riesig, daher dauerte es nicht lange, bis die Elefanten geeignete Weideflächen fanden. Sie hielten an einem kleinen Fluss, das Wasser war kühl und klar, umgeben von genügend Bäumen, die Schatten spendeten. Dieses herdenspaltende Verhalten bereitet jedoch zwei Naturschutzmitarbeitern, James Njoroge und Peter Mwangi, Sorgen. Sie verfolgten die Spur ständig mit Ferngläsern und fragten sich, warum dieses Elefantenpaar seine Artgenossen plötzlich verlassen hatte. Nach vielen Tagen der Beobachtung stellte James Njoroge fest, dass der Bauch der Elefantenkuh immer größer wurde. Sowohl er als auch Peter Mwangi befürchteten, dass die Elefantenkuh an einer gefährlichen Krankheit litt. Als sie sahen, wie sich die Elefantenkuh langsam bewegte, wurden sie noch besorgter und beschlossen, sofort nach ihr zu sehen. Als der Elefantenbole eines Nachmittags die Elefantenkuh vorübergehend verließ, um Wasser zu suchen, beschloss das Personal, Maßnahmen zu ergreifen. Peter Mwangi setzte vorsichtig ein Betäubungsgewehr ein, um die Elefantenkuh vorübergehend bewegungsunfähig zu machen. Als die Elefantenkuh still war, näherten sie sich ihr und führten einen schnellen Gesundheitscheck durch. Die Ergebnisse zeigten, dass die Elefantenkuh nicht krank, sondern tatsächlich trächtig war. Überraschend war jedoch, dass sein Bauch viel größer als normal war. Sowohl James Njoroge als auch Peter Mwangi sind sich einig, dass die Elefantenkuh möglicherweise einen großen Fötus trug. Nachdem die Geburtstermine ermittelt waren, schätzten sie auch den voraussichtlichen Geburtstermin der Elefantenkuh, der nur noch wenige Monate entfernt war. Ihre Herzen waren vorübergehend in Frieden, aber die Sorge, warum der Elefantenfötus so groß war, war immer präsent. Sie gingen, damit sich die Elefantenkuh erholen konnte, und hielten dies vor den anderen Mitarbeitern des Reservats geheim. Mit der Zeit graste das Elefantenpaar jeden Morgen gemütlich, wobei der Elefantenbole die Elefantenkuh bewachte. Der Bauch der Elefantenkuh wächst weiter, was es ihr manchmal erschwert, sich zu bewegen. James Njoroge und Peter Mwangi beobachteten diese ungewöhnliche Veränderung still und zeichneten alle Daten dazu auf. Viele im Naturschutzteam begannen zu spekulieren, dass ein Wunder bevorstünde. Wenn der Geburtstermin näher rückt, wird die Elefantenkuh müde, bewegt sich weniger und frisst weniger. Eines Nachmittags legte es sich ins Gras, konnte nicht aufstehen und stöhnte ständig leise. Der Elefantenbole geriet in Panik, drehte sich um und berührte sanft mit seinem Rüssel den Rücken der Elefantenkuh, um sie zu trösten. Ein leises Knurren, als würde man um Hilfe rufen, hallte über das weite Feld. Als James Njoroge und Peter Mwangi den Notfall erkannten, begaben sie sich schnell zum Unfallort. Aus Angst vor möglichen Beeinträchtigungen des Fötus wurde dieses Mal auf eine Narkose verzichtet. Männliche Elefanten sind sich der Anwesenheit von Menschen bewusst, wirken jedoch nicht feindselig. Es wich weit genug zurück und schien zu verstehen, dass sie versuchten, seinem Partner zu helfen. Das Tierschutzteam näherte sich sofort der Elefantenkuh und legte sanft die Hände auf ihren riesigen Bauch. Die schwachen Wehen erschöpften die Elefantenkuh und machten sie unfähig zu pressen. James Njoroge holte eine Dosis Verhütungsmittel heraus und injizierte sie der Elefantenkuh schnell in die Vene.
Nach etwa 10 Minuten begann das Medikament zu wirken und die Atmung der Elefantenkuh wurde allmählich kräftiger. Die Wehen werden stärker und intensiver und signalisieren, dass der Zeitpunkt der Geburt gekommen ist. Peter Mwangi und James Njoroge ermutigten die Elefantenkuh mit lautem Geschrei und hofften, dass sie mehr Kraft hätte. Der Elefantenbole sah geduldig zu und flatterte ängstlich mit den Ohren, bereit, seine Gefährtin zu beschützen. Dann geschah das Wunderbarste: Das erste Elefantenbaby wurde im nassen Gras geboren. Die Freude war auch nach der Geburt des zweiten Elefantenbabys noch nicht zu Ende und alle waren sprachlos. Alle glaubten, es würden nur 2 Elefanten sein, doch die Geburt der Zwillinge war ein wahres Wunder. Noch überraschender war, dass es zu einer weiteren starken Wehe kam und das dritte Elefantenbaby geboren wurde. Die 3 Elefantenbabys lagen dort und versetzten die Naturschützer in völliges Erstaunen und Schock. James Njoroge hatte noch nie zuvor Drillinge gesehen und Peter Mwangi war verblüfft und hielt jeden Moment fest. Sie erinnerten sich an das einzige Mal vor 5 Jahren, als die Elefantin Zwillinge zur Welt brachte, bei denen jedoch beide starben. Mit gemischten Gefühlen aus Angst und Freude überprüften sie sofort den Gesundheitszustand jedes Elefantenbabys. Die keuchenden Geräusche und der schwache Herzschlag machten alle nervös. Nach sorgfältiger Untersuchung injizierten sie der Elefantenmutter und allen 3 Elefantenbabys zusätzliche gesundheitsfördernde Medikamente. Der Elefantenbole trat näher und berührte jedes seiner kleinen Babys sanft mit seinem Rüssel, als wolle er sie identifizieren. 3 Elefantenbabys zappelten mit ihren Rüsseln, ruhten sich aus, wirkten aber immer noch voller Hoffnung auf Leben. Peter Mwangis Herz wird warm, als er sieht, wie diese kleine Elefantenfamilie langsam zusammenwächst. James Njoroge gab allen ein Zeichen, zurückzutreten, um der Elefantenmutter einen ruhigen Ort zur Erholung zu bieten. Sie sind bereit auszureisen und bei Bedarf weitere Hilfe zu leisten. Jeder steigt ins Auto und fährt zu einem weiter entfernten Ort, der aber immer noch mit einem Fernglas sichtbar ist. Die Zeit verging langsam, die Elefantenmutter atmete schwer und ruhte sich fast 30 Minuten lang aus. Schließlich rappelte es sich auf und schüttelte dabei seine riesigen Ohren. Das Nachmittagssonnenlicht erleuchtete die Szene der Elefantenmutter mit ihren 3 Kälbern wie ein magisches Bild. Der Elefantenbole kam schnell näher und die Elefantenkuh berührte einander zur typischen Begrüßung mit ihrem Rüssel. Aus der Ferne schien sich die ganze Elefantenfamilie über das neue Leben zu freuen. Das dichte Gras bebte sanft unter den ersten winzigen Schritten der 3 Elefantenbabys. Der Sonnenuntergangswind trug den leisen Schrei des Elefantenbolen herüber, wie eine Botschaft der guten Nachricht. Auch Elefanten in anderen Teilen des Reservats schienen zuzuhören und antworteten mit einigen entfernten Brüllen. Der Elefantenbole und die Elefantenkuh beschlossen, langsam und Schritt für Schritt auf die Elefantenkarawane zuzugehen. Sie hielten einen Moment inne und drehten ihre Köpfe, um die Mitarbeiter anzusehen, die immer noch zusahen. Als stilles Dankeschön schwenkten die beiden erwachsenen Elefanten sanft ihre Rüssel und berührten dabei leicht den Boden. James Njoroge lächelte glücklich und spürte die Dankbarkeit des Tieres. Peter Mwangi nickte leicht und drückte auf die Kamera, um diesen denkwürdigen Moment festzuhalten. Der Verschluss der Kamera knallte laut und hielt einen seltenen Moment fest, wie ihn die Geschichte des Naturschutzes noch nie erlebt hat. 3 Elefantenbabys laufen dicht beieinander, schweben zwischen den Beinen ihrer Mutter und schwanken manchmal hin und her. Die kommenden Jahre werden herausfordernd, aber auch eine Reise der Hoffnung für die gesamte Elefantenfamilie. Das gesamte Naturschutzteam war stolz, Zeuge eines solch außergewöhnlichen Ereignisses gewesen zu sein. Im gesamten Samburu-Reservat verbreitete sich die Nachricht, dass die Elefantenmutter Drillinge zur Welt gebracht hatte, schnell. Einige Wissenschaftler begannen, dieses äußerst seltene Phänomen der Drillinge zu suchen und zu untersuchen. Doch in diesem Moment war die Gesundheit der Elefantenmutter und ihrer 3 Elefantenbabys das Wichtigste. 2 treue Mitarbeiter, James Njoroge und Peter Mwangi, meldeten sich freiwillig, um die Überwachung und den Schutz fortzusetzen. Die Elefantenfamilie ging gemächlich in das weite Grasland, wo die Herde wartete. Die Elefantenherde schien die neuen Mitglieder sofort zu umringen und einen Willkommenskreis zu bilden.
Die gemeinsame Freude verbreitete sich als Beweis für die starke Bindung in der Wildnis. James Njoroge hofft insgeheim, dass die 3 Elefantenbabys stark werden und zum Stolz des kenianischen Reservats werden. Peter Mwangi denkt über die wertvollen Daten nach, die zum Schutz der afrikanischen Elefanten beitragen werden. Bei Einbruch der Dämmerung erstrecken sich die Schatten der Elefanten über den roten Boden und das Geräusch ihrer Schritte vermischt sich mit dem Wind. Die beiden Mitarbeiter sahen sich an und lächelten leicht, da sie wussten, dass sie gerade eine neue Seite in der Geschichte von Samburu geschrieben hatten. In diesem ruhigen Raum wird sich das Bild eines erwachsenen Elefantenpaares und 3 Elefantenbabys für immer in jedermanns Gedächtnis einprägen. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.